Servus Leute, lasst uns mal versuchen, dieses Standard-Malwerk jetzt der neueren Generation, nicht wie die alten Seiko Vena, eben die alle ab 2005, 2007, zu öffnen, zu reinigen. Merkt euch einfach diesen Strich und zählt einfach die Umdrehungen, und da müssen wir, glaube ich, reindrücken und drehen. Dann sollte das Ganze aufgehen. So, jetzt dreht sich. So, jetzt kommt es schon. So. Das ist schon mal offen. Lasst uns das Ganze trotzdem abnehmen. Machen wir hier so ein paar Striche, falls die Schrauben nicht, dass man die Schrauben wieder an der richtigen Stelle anschrauben. So. Dann, ich putze das einmal ab da drinnen. Da biegt noch ziemlich viel an Kaffeemehl. Ziemlich hart. So, machen wir weiter. Die 4 Schrauben halten die Schale. Machen wir die 4 auf. Da kommt dann das Ganze so heraus. Wir wollen aber zuerst, machen wir hier auch einen Strich. Man kann es kaum verwechseln, aber trotzdem. So. Machen wir da den Mitteil auf. Hoffentlich gelingt mir das jetzt so ohne eine Zange. Wenn nicht, dann muss ich eine holen. Ja, das dreht sich schon mit. Ganz fest vielleicht an. Okay. Ich muss es festhalten mit irgendetwas. Moment. So, das Ganze geht mit einem 8er Gabelschlüssel oder einem 7er. Da könnt ihr einen Gegendruck halten. Nur leider ist mir jetzt dann diese Schraube abgerissen. Und ich habe in die richtige Richtung geöffnet. Also das ist eher rechts reindrehen und links rausdrehen. Und die ist mir eben gebrochen. Also wenn es nicht wirklich unbedingt notwendig ist, bevor ihr euch das jetzt da kaputt macht, nehmt einfach nur das Oberteil und reinigt dann einfach dieses kalte Kaffeemehl. Weil eben die Wahrscheinlichkeit, dass die eben dieses Teil da abreißt, anscheinend ziemlich groß ist. So. Dann haben wir jetzt hier die Schnecke, die zu diesem Zahnrad geht und sich das Ganze dann dreht. Hier sind 1, 2 Magnete eingebettet. Hier ist diesen Zählensensor, der eben diese Magnete zählt, und dann kennt das Teil auch die Umdrehungen, was das Malwerk macht. Das Ganze kann man dann so rausnehmen. Wo ist denn der? Moment. Da ist der Schraubenzieher. Das ist da in diesen Plastikzähnen drin.
Einfach mit 2 Schraubenzieher gegendrücken. Ich habe jetzt keinen zweiten. Da kommt sie schon. So, da kommt dann dieses Teil raus. Hier ist ein Radlager und eben dieses Teil. Dann drückt man einfach das Radlager raus. So. Und dann habt ihr jetzt einmal diese Schnecke, die sich dreht. Und das ist auch ein Anlager, der eben den Druck aushält, der hier ankommt und der aufgebaut wird durch das. Dann haben wir dafür die Drehung ein Radlager. Den kann man auch ausbauen, wechseln. Ja, und das war es im Grunde genommen. Moment, da tun wir noch ein bisschen weiter reinigen. So, jetzt habe ich sie mal gereinigt. Bitte passt da jetzt auf, nicht mit dem Schraubenzieher auf dieses Keramikzeug irgendwelchen Druck aufbauen oder irgendwas, weil das bricht halt sehr leicht. Wenn ihr dieses Keramikscheiberl da tauschen wollt, da braucht ihr nur das Ganze etwas abputzen. Hier dann kurz leicht, weil es kann sein, dass es etwas pickt. Und wenn das dann so ist, dann braucht ihr es nur drehen und rausnehmen. Okay, dann können wir da ein bisschen weiter reinigen. So, das Ganze haben wir jetzt gereinigt. Das da jetzt noch auch. Das nächste Teil ist eben dieses. Ja, das ist genauso jetzt mit Drehen. Aber bitte versucht nicht so irgendwie hineinzudrehen, weil da würdet ihr euch nur schneiden. Das Zeug ist recht scharf. Da ist besser, ihr dreht das Ganze um und fahrt da mit dem Schraubenzieher hinein und verdreht ihn leicht. So, dann wieder da rein, bisschen drehen und dann rührt es sich irgendwann das Ganze. Dann nach vor und da ist schon das Keramikmalwerk heraus. Das können wir dann auch noch reinigen. So, jetzt bauen wir das Ganze wieder ein. Reingeben, verdrehen. Ja, es ist schon richtig. Dann dieses Teil noch hier. Reingeben, verdrehen. So, dann kommt dieses Teil hier hinein. Na, von der Außenseite. Das heißt, zuerst geht das rein. So. Radlager ist drin. Kommt dieses Teil rein. Das Ganze dreht sich gut. So. Kommt das da so hinein. Da schrauben wir die Schrauben da an. So, jetzt haben wir es angeschraubt. Jetzt kommt dieses Teil hier.
Da habe ich eben die zwei Markierungen gesetzt. Das ist die eine, das ist die zweite Schraube. Die schrauben wir jetzt auch noch an. Jetzt haben wir die angeschraubt. Das Gute an dem Keramikmalweg ist, da sieht man auch gleich, ob die Zähne defekt sind oder irgendeinen Schaden genommen haben. Das würde dann bedeuten, dass nicht nur Kaffee da durchgegangen ist. Da es aber überhaupt keinen Schaden hat, kann man sagen, das ist noch alles gut. Dann hat man das da reingedrückt, damit sich das ein bisschen verdreht. So, jetzt haben wir drin in den Zähnen. Reindrücken und drehen. Moment. So, das Ganze ist gesäubert. Wenn es jetzt nicht funktioniert, dann werde ich mir ein bisschen Fett dazu geben. Auf jeden Fall, wir haben da eine breitere und zwei dünne Stifte. Da haben wir einen breiten und zwei dünnen. Das heißt, es muss eigentlich genau so. Und wenn ich da jetzt reindrücke, sollte ich es reindrehen können. Jetzt geht's, ja. Also es gehört einfach alles geputzt und dann funktioniert das. Und das Ganze dann so drehen. Das war ungefähr hier. Das da hier noch reinigen, drauf geben und das war's. Was ich euch jetzt wirklich empfehlen würde, ist, diese Schraube hier nicht unbedingt zu öffnen, weil wie ihr seht, es war jetzt eine misslungene Reinigung. Dieses Teil ist jetzt defekt. Ich glaube kaum, dass es jetzt einen großen Unterschied machen wird. Also das wird sowieso funktionieren, so auch, weil das haltet eigentlich nur das Ganze eher nach unten, aber durch eben die obere Schnecke wird das Ganze sowieso nach unten gepresst. Also das Malwerk wird trotzdem weiter funktionieren, aber ich würde ja sagen, um nur wegen einer Reinigung diese Schraube zu öffnen, wäre ein bisschen nicht so notwendig, würde ich mal sagen. Sonst zum Öffnen geht das ja nicht so schwer. So könnt ihr das Ganze auch versuchen auszubauen. Wird euch wahrscheinlich eher wenig gelingen, weil eben jetzt bewegt sich das Ganze, weil es sauber ist, aber wenn es voll mit Kaffeemehl ist, wird es euch schwer gelingen, das rauszubekommen. Aber wenn das schon mal unten ist, dann könnt ihr da die gröberen Sachen mit einem Schraubenzieher rausnehmen. Kommt aber an dem nicht wirklich an, weil sonst bricht das. Da diesen Kanal auch anschauen und reinigen. Und mehr würde ich eher nicht tun, um ein Malwerk da zu reinigen, da eben sowas bei einem alten Malwerk anscheinend ziemlich leicht geht. Also, ich hoffe, das bringt euch etwas weiter und ihr leidet gerade mit mir, dass das Malwerk jetzt kaputt gegangen ist, da diese Schraube, und werden wir dann sehen. Irgendwann werde ich das testen, ob es funktioniert. Das ist ein Ersatzmalwerk, also es tut mir jetzt nicht unbedingt weh. Aber es ist halt trotzdem schade. Vorhin ist schön reingegangen, jetzt geht es wieder nicht rein. Jetzt geht es wieder. Genau, also da reindrücken, damit ihr eben diese Verzahnung von dem Zahnrad hier öffnet. Und dann könnt ihr das Ganze dann wieder hineindrehen. Ungefähr so. Und das war's. Ich hoffe wirklich, es bringt euch weiter. Und das sollte euch als Warnung dienen. Wenn es nicht unbedingt notwendig ist, macht es nicht auf. Gut. Hat mich gefreut, Leute. Und bis zum nächsten Video. Baba.